Hallo allerseits! Hier sind noch zwei Ergänzungen zu meinem Dampfkran-Unboxing-Video vom 31. Dezember 2020. Einer meiner Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, dass das H0-Modell des Ardelt 058 von Märklin mit Hilfe der Metallbodenplatte und den Magneten in den Unterlegböcken eigentlich ein gutes Stück mehr als 50 Gramm heben können sollte. Und ein anderer Zuschauer hat mich gebeten, mal die Spieleweltbedienung des Dampfkrans zu zeigen. Gerne zeige ich jetzt beides. Im ersten Teil dieses Ergänzungsvideos kommt ein erweiterter Lasttest. Ich habe festgestellt, dass ich bei meinem ersten Video in den Unterlegböcken für die Stützfüße nur die 6,7 mm kurzen Metallbolzen eingesetzt hatte. Der Platz reicht aber sogar für die langen Bolzen mit 10,2 mm. Dadurch sorgen dann die 4 Magnete in den Böcken dafür, dass die Metallstützfüße magnetisch haften und ein gutes Stück mehr belastet werden können. In 3 der 4 Unterlegböcke habe ich bereits den langen Metallbolzen eingesetzt. Hier zeige ich nun kurz die Montage des 4. Unterlegbockes und die Feinjustierung des Stützfußes. Jetzt steht der Kran quasi bombenfest und ist dank Magnethaftung auch deutlich mehr belastbar. Um dies zu zeigen, habe ich inzwischen das Belastungsgewicht aus meinem Dampfkran-Unboxing-Video ein wenig erweitert. Statt bisher 50 Gramm wiegt es jetzt 74 Gramm. Ich zeige jetzt damit noch einmal einen Hebevorgang bei nahezu horizontalem Kranausleger. Hierzu hebe ich das Seil jetzt ganz langsam, weil 74 Gramm in dieser Auslegerstellung so ziemlich die Belastungsgrenze sind. Wenn der Kranarm nun auch nur um ein einziges 1-Cent-Stück schwerer wird, sieht man, dass der komplette Kran jetzt kippen würde. Sobald der Kranausleger etwas steiler nach oben ragt, ist natürlich das Gegengewicht des Kranmodells für die 74 Gramm vollkommen ausreichend.
Und wenn der Kranarm so wie jetzt einen Winkel von 60 Grad erreicht, kann der Dampfkran bereits deutlich mehr belastet werden. Hierzu habe ich mal 2 dicke Metallplatten nebst ein paar kleinen Magneten vorbereitet. Sie sind zusammen 122 Gramm schwer. Man sieht deutlich, dass sich der Dampfkran zwar schon mächtig anstrengen muss, die 122 Gramm aber bei einem Auslegerwinkel von 60 Grad tatsächlich noch bewältigt. Dennoch würde ich persönlich empfehlen, es bei einem Lastgewicht von 50 bis 60 Gramm zu belassen, damit der Kran in jeder Arbeitsposition zuverlässig und stabil auf seinen Füßen stehen bleibt. So, jetzt noch kurz auf Wunsch eines Zuschauers die Bedienung des Dampfkrans an einer Märklin Digitalzentrale Central Station 3 im sogenannten Spielewelt-Display-Modus. Hier noch kurz die normale Bedienoberfläche für den Dampfkran im Standard-Modellbahnwelt-Modus mit Fahrregler und 11 für dieses Modell verfügbaren Funktionstasten. Wenn ich den Fahrregler nun im Touchscreen noch weiter nach rechts ziehe, erscheint die Animation eines Kranführerstandes im Spielewelt-Modus. Wir sehen hier nun im Führerstand oben die Funktionssymbole für die Beleuchtung, fürs Geräusch, für beispielsweise den Typhon und für verschiedene andere Geräuschfunktionen. Dann ist hier der Hauptschalter und ein Notausschalter zur Deaktivierung. Mit diesen 3 Hebeln kann man dann im Arbeitsmodus zum einen den Kranausleger heben und senken, das ganze Kranhaus drehen, und schließlich das Seil heben und senken. Das waren meine Ergänzungen zu meinem Dampfkran-Unboxing-Video vom 31. Dezember 2020, auf das ich hier noch einmal direkt im Vorschaufenster verlinke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.